So, wir haben es jetzt ungefähr 18 Uhr. Ich bin gerade von der Arbeit, war noch kurz was essen, habe mein Handy aufgeladen, jetzt geht's ab zum Training. Ich bin wirklich heute komplett im Arsch, also ich habe eigentlich gar keinen Bock. Aber ich möchte einfach das schöne Wetter genießen und ich muss einfach ausnutzen, dieses gute Wetter hier zu haben. Deswegen gehe ich jetzt noch mit dem einen Kollegen aus meinem Hostel ein bisschen trainieren. Also ich bin hier mit Sam. Hi everyone, how are you? Und wir gehen jetzt wieder zum gleichen Park. Yeah, cool. See, the game's been rigged, you know, turn and twist, but I think that's blatant. I'm D1, not an athlete, a man can't chat to me, talk to my agent. And don't get it mistaken, like how long this one been in the making. The come up been televised, every word in a verse feels sacred. Thank God he produced it, Mike Will wouldn't say that I've made it. I need a front cover on Complex, something to show for we stuck to the basics. Old friends got traded, Carl Woodman, I don't wanna take risks. So, wir sind jetzt gerade mit dem Training fertig geworden, haben uns noch diesen wunderschönen Sonnenuntergang angeguckt. Also es war wirklich geisteskrank. Man hat einfach wirklich eine wunderschöne View und das direkt neben dem Park, wo ich immer trainieren gehe. Habe ich jetzt erst gesehen, wirklich sehr, sehr geil. Jetzt gehe ich mit Sam noch einen Burger essen und dann geht's schlafen. Neue Woche, neues Glück. Für mich geht's jetzt auf die Arbeit. Wir haben so 6:40 Uhr oder so. Ich habe richtig Bock, bin ein bisschen kaputt, aber das geht schon. Jetzt hole ich mir noch irgendwas Kleines im Supermarkt zum Frühstücken für ein bisschen Energie. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall diese Woche die Fliesen draußen fertiglegen und die Terrasse damit halt diese Woche abschließen. Um euch auch mal kurz zu erklären, was die nächsten Wochen jetzt ansteht. Also erstmal bleibe ich noch einen Monat ungefähr in Sydney, um einfach zu arbeiten, sich ein bisschen was anzusparen. Und dann hatte ich überlegt, ich weiß noch nicht, vielleicht sogar mit dem Belgier, also mit dem Sam, vielleicht eine Campertour zu machen oder wenn das halt zusammen nicht klappt, dann alleine. Ich habe auf jeden Fall Bock, die East Coast zu bereisen, aber ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen was anspannen, dass ich so 2 Monate auskomme, ohne zu arbeiten. Something wrong in heaven, baby. Ooh, I swear something wrong with me. I can find something wrong in heaven, baby. But what I got to show for this honesty. Also ich bin gerade dabei zu grounden. Das heißt, ich schließe die Lücken zwischen den Platten. Jetzt gerade muss ich halt warten, bis das ein bisschen trocknet. Danach kann ich das mit dem Schwamm abwaschen. Das Überschüssliche. Und noch 2 Stunden, dann habe ich endlich Feierabend. Also ich bin gerade auf dem Weg zum Airbnb, habe gerade das Hostel verlassen. So sieht gerade mein Fit aus. Ich nehme jetzt erstmal die 2 Sachen mit. Den Rest kann ich auch noch später abholen. Und gleich geht's zum Strand. Ich habe richtig Bock. Das Wetter ist richtig gut. So, kleines Update zu letzten Mal. Also wir haben es jetzt 2 Wochen später, weil ich jetzt tatsächlich vorgestern beim Surfen meine Actioncam mitgenommen habe, mit der SIM-Karte von den Aufnahmen von den letzten 2 bis 3 Wochen. Und ich habe meine Cam im Wasser verloren. War ein bisschen unglücklich. Ich wollte eigentlich nur eine Aufnahme machen, wie ich surfe. Dann hatte ich die Cam in der Hand. Das Surfboard ist wegen der Welle gegen meinen Arm geklatscht. Und dann ist die Kamera weggeflogen. Ja, macht mal nix. Ist doof gelaufen. Fürs nächste Mal nehme ich mir auf jeden Fall so ein Armding mit, dass das nicht nochmal passiert. Ist halt ein bisschen doof, weil die Sachen halt auch teuer sind. Aber natürlich auch die ganzen Memories der letzten 2 Wochen halt weg sind. So, das ist eigentlich das, was mich am meisten daran stört. Jetzt werde ich daraus lernen, öfters Backups machen. Jetzt habe ich es halt einmal auf der harten Tour gelernt. Und was die letzten 2 Wochen passiert ist im Endeffekt, ich war eine Woche mit Sam, also mit dem Belgier im Airbnb. Das war halt nochmal krass, weil man da jetzt nochmal so ganz anders die Privatsphäre wertschätzt. Wir hatten einen eigenen Raum mit einem großen Bett. Wir hatten ein eigenes Badezimmer, was halt einfach
so viel nicer ist, eine große Dusche zu haben, einfach mal ein bisschen Ruhe, weil jetzt sind wir wieder im Hostel und es ist halt nonstop jemand im Raum. Du hast halt so gut wie gar keine Privatsphäre. Ich will jetzt auch gar nicht rumheulen, nur ist halt einfach, ich will einfach nur damit sagen, dass man das einfach ein bisschen mehr wertschätzen sollte und dass ich da auch nochmal gelernt habe, wie schön es eigentlich ist, ein eigenes Zuhause zu haben mit warmem Wasser, mit all dem Scheiß. Dann ist noch ein Freund von Sam gekommen, mit dem sind wir jetzt zu dritt im Hostel. Da überlegen wir halt, ob wir bis nächste Woche ein Shared House finden. Also das heißt, das ist einfach so ein großes Haus, wo man dann sich sozusagen Raum drin mieten kann, was meistens sogar ein bisschen billiger ist als das Hostel und halt auch ein bisschen geiler. Deswegen schauen wir, ob wir da bis nächste Woche was finden. Ansonsten sind wir noch an der Planung des Camper-Trips. Vielleicht werde ich den alleine machen, vielleicht mit den 2, steht noch nicht fest. Müssen wir gucken, wie das halt passt. Und Training läuft sehr gut momentan. Ich gehe jetzt auch mehr auf Ausdauer, also gehe jetzt laufen, mache Intervallläufe, um einfach ein bisschen mehr Kondi zu haben, wenn ich halt später mit Kampfsport anfangen will, dass ich da einfach ein bisschen bessere Kondition habe. Das erste Mal Surfen war auch übelst geil. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, bis auf den Verlust der Kamera. Aber ja, bringt jetzt auch nichts, sich drüber aufzuregen. Aber ja, das war's mit einem kleinen Update. Ich bin gerade auf dem Weg zum Training, bin gerade von der Arbeit zurückgekommen. Ich muss sagen, ich habe heute echt überhaupt gar keinen Bock zu trainieren, weil erstens stehen heute Beine an auf dem Trainingsplan und ich bin heute echt unfassbar am Arsch. Also eigentlich war die Arbeit gar nicht so anstrengend heute, aber wahrscheinlich habe ich einfach irgendwie zu wenig geschlafen oder so. Aber tut nichts zur Sache, Training muss absolviert werden. Dann will ich heute auf jeden Fall noch ein bisschen den Core trainieren und wahrscheinlich so ein bisschen Seilspringen oder so, einfach für die Kondi. Vielleicht gehe ich auch noch ein bisschen laufen, mal schauen, wie ich mich fühle. So, ich bin jetzt fertig mit dem Beintraining. War ganz schön anstrengend. Und danach will ich mich noch ein bisschen am Boxsack auspowern. War eigentlich wirklich ein sehr gutes Training, auch wenn ich sehr, sehr am Arsch bin und sehr erschöpft bin. Mein Ziel ist es, bis Ende meines Australien-Trips mindestens 10 Handstand-Push-Up zu können. Und deswegen bin ich immer mal wieder ein bisschen den Handstand am Trainieren, dass ich da auch einfach die nötige Muskulatur aufbaue. Cool. Boy in the corner connecting the dots, seen peas on the block and I had man puzzled. Should've gone Nigel, almost half of my life that I gave mum trouble. Put a price on my head, tell him not to collect, I could pay man double. Stepped on a pitch like a brand new signing. Something wrong in heaven, baby. Ooh, I swear something wrong with me. I can find something wrong in heaven, baby. But what I got to show for this honesty. So, wir sind jetzt gerade am Beach angekommen. Der Strand ist leider geschlossen, beziehungsweise es wird strengstens verboten, da surfen zu gehen oder schwimmen, weil es halt viel zu hohe Wellen sind. Und das Problem ist halt, dass die Wellen dich halt zurück ins Meer drücken nach einer Zeit. Das heißt, es kann halt sein, dass es halt sehr, sehr schwer ist, wieder zurück an Land zu kommen. Also hier gibt es auf jeden Fall Leute, die surfen. Die sind halt dann wahrscheinlich auch sehr, sehr gut so. Sieht wirklich sehr, sehr krass aus. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Das mit dem Surfen wurde jetzt leider nichts, weil es halt wirklich viel zu krasse Wellen waren. Und da surfen halt wirklich nur so Profis. Das kannst du ja echt vergessen. Wir sind jetzt gerade mit den Jungs auf dem Weg zu so einer Klippe. Da wollen die runterspringen, weil jetzt sind wir gerade auf der anderen Seite der Insel. Hier sind die Wellen nicht so krass. Und hier soll es auch anscheinend einen schönen Sonnenuntergang geben. Deswegen schauen wir uns das jetzt gleich noch an.
Would you still wanna hold me down? She said I see you be right, wanna see you be happy. What if I don't know how? So, gefühlte Stunde später, wir sind immer noch nicht da. Wir sind hier aber gerade echt so einen geilen Weg am Laufen. Eigentlich ist es nur für Autos gedacht, aber hier ist es echt ruhig. Und ich bin echt gespannt, wie der Klippenspot aussehen wird.